Let's talk about what happens when AI goes wrong in a university context and who is actually responsible. In this module, Polina Pesh, a legal scholar specializing in AI, breaks down the legal landscape around AI use in higher education, from data protection and copyright to bias, fairness, and the EU AI Act. Her key message: the law isn't a barrier to using AI, it's a compass for using it well. Artificial intelligence is transforming higher education, how we design, evaluate, and even think about learning. But new possibilities come with new responsibilities. Legal scholar Polina Pesh explains how law and ethics together provide the foundation for using AI responsibly in teaching and research. Large Language Models zeigen alle mehr oder weniger das Phänomen, dass die manche Trainingsdaten so vollständig memorisieren, erinnern ist eigentlich nicht der optimale Begriff, dass die Inhalte wieder reproduzieren können. Das heißt, da kann in der Ausgabe was rauskommen, was in den Trainingsdaten vorhanden war. Ist natürlich ein Problem, wenn es personenbezogene Daten sind, wenn es urheberrechtlich geschützt sind und so fort. When we use AI tools in teaching, the question of responsibility always arises. Who ensures that data is used lawfully? Who takes responsibility if the system makes an error? Polina Pesh explains why these questions are not about guilt, but about legal accountability. Es gibt jetzt verschiedene Möglichkeiten, wie man haftet. Und da müssen wir gucken, in welchem Rechtsgebiet wir sind. Wenn wir im Datenschutzrecht sind, haftet die verantwortliche Stelle dafür, dass die Datenschutzvorgaben eingehalten sind. Wenn man dann irgendwelche Daten verarbeitet von Personen, ohne dafür eine Rechtsgrundlage zu haben, zum Beispiel von irgendwelchen Personen aus den Trainingsdaten, die in den Trainingsdaten vorkommen und vielleicht hat das Modell sogar noch eine Fehlinformation über die ausgespuckt. Wenn wir das weiterverarbeiten, sind wir dafür verantwortlich, dafür die nötigen Rechtsgrundlagen zu haben. Beim Urheberrecht, da geht es darum, ob ich was urheberrechtlich Geschütztes widerrechtlich verwende. Da muss man erstmal gucken, was ist denn rausgekommen? Ist das überhaupt so nah an dem urheberrechtlich Geschützten, dass ich dann ein Haftungsproblem kriege? Wenn ich das irgendwie wiedererkennen kann, also zum Beispiel auch bei bildgenerativen Modellen, das in den wesentlichen Zügen sehe, dann habe ich da erstmal ein Vervielfältigungsstück. Und da muss man gucken, kann ich das irgendwie rechtfertigen? Das kann man machen, wenn UrheberInnen sagen, ich bin einverstanden oder einem Nutzungsrechte einräumen. Das ist aber in der Regel nicht der Fall, wenn einfach mit deren Bildern oder Texten trainiert worden ist und die hinten rauskommen. Und dann gibt es noch Schrankenregelungen im Urheberrechtsgesetz. Die können schon gewisse Vervielfältigungen im Kontext von Machine Learning, von künstlicher Intelligenz rechtfertigen. Aber jetzt nicht, dass man einfach was vervielfältigt hat aus den Trainingsdaten. Und da setzt man sich dann Risiken aus, wenn man diese Ausgaben irgendwie weiterverwendet. Wenn man die zum Beispiel in ein eigenes Buch druckt und das verbreitet. Many educators now use AI to help analyze or assess student work. But uploading assignments to commercial AI platforms can unintentionally expose personal data. Polina Pesh highlights why data protection and student consent are central to responsible practice. Ja, wenn man personenbezogene Daten in Large Language Model eingibt, muss man über Datenschutzrecht nachdenken. Jetzt ist das so, dass die meisten Modelle benutzen oder Systeme, die auf anderen Rechnern laufen, irgendwo in der Cloud, wo die Server gerne auch nicht in der EU stehen. Und wenn jetzt zum Beispiel ein Lehrender studentische Arbeiten da eingibt, auch pseudonymisiert, dann ist das personenbeziehbar. Ich kann mit Zusatzinformationen rausbekommen, von wem das ist. Und da muss er sich an Datenschutzrecht halten. Da geht nicht, dass man einfach, vor allem nicht ohne die StudentInnen zu fragen, da die Daten an irgendwelche amerikanischen Server lädt und irgendwelchen BetreiberInnen zur Verfügung stellt, die gegebenenfalls sogar irgendwelche Persönlichkeitsprofile anfertigen können mit den Daten irgendwann, wenn das ganz viele bei ihnen machen. Instead of depending on opaque systems run by big tech companies, universities can also develop or host their own models. That's how they can keep control
and ensure transparency and fairness. Aber man kann sich natürlich denken, dass in einer möglichst datenschutzfreundlichen Weise die Uni selber ein Modell betreibt. Es sollte vorzugswürdig lokal auf Maschinen der Uni laufen. Es sollte ein Modell sein, das für die Uni sehr transparent ist. Das muss die Uni nicht unbedingt selber mitentwickelt haben, aber die Uni sollte genug darüber wissen, um festzustellen, ist da Bias drin, sind da Diskriminierungsfaktoren drin und wie gut funktioniert das tatsächlich? No AI system is neutral. It learns from human data and therefore carries human bias. Polina Pesch explains why this isn't just a technical challenge, but a key question of justice. Wir trainieren KI mit unseren vorurteilsbeladenen Daten, die wir so produziert haben. Das heißt, die KI ist jetzt nicht was Böses, vorurteilsbeladenes anderes von uns, sondern die übernimmt einfach gewisse Vorurteile von uns. Tatsächlich zeigen so Untersuchungen mit existierenden Modellen, und die lassen sich auch schwer auf andere übertragen, dass die alle irgendwelche Diskriminierungsfaktoren drin hatten. Es gibt so verschiedene Strategien, die da jetzt erprobt werden, um da weniger Vorurteile reinzubringen, aber auch die KI kann deutlich vorurteilsbeladen sein und das kann ganz schön gefährlich sein. Das größte Beispiel, das ist nicht im Bereich generative KI, ist eigentlich Kompass. Kompass wird so von US-Gerichten, ich glaube, immer noch eingesetzt, um zu schauen, kann ich jemanden auf Bewährung rauslassen oder besteht da ein zu großes Risiko, dass die Person wieder Straftaten begeht. Und Kompass verarbeitet 0 direkte Informationen über die Hautfarbe. Da sind aber genug Informationen drin, die zum Beispiel aufgrund des Wohnortes, aufgrund der Schule und so weiter darauf Rückschlüsse zulassen. Und Kompass hat tatsächlich überproportional schwarze Menschen nicht für die Bewährung empfohlen, weil die menschlichen Entscheidungen, auf denen das Training basierte, so diskriminierend und rassistisch waren. Da müssen wir natürlich schauen, dass wir, wenn wir KI nutzen, sowas nicht übernehmen und gut testen. The EU AI Act may seem complex, but its goal is to help institutions assess risks consciously. Polina Pesch explains how regulation can actually make innovation safer. Wenn ich so in die Vorschriften des AI-Acts reingucke, halte ich die für gar nicht so schwierig umsetzbar. Es ist natürlich jetzt erstmal eine gewisse Rechtsunsicherheit da. Das heißt, ich glaube, mit der Rechtsunsicherheit lässt sich ganz gut umgehen, wenn man denn darauf achtet, den AI-Act so gut anzuwenden, wie man kann und vor allem Risikobewertungen zu machen. Denn im Zentrum, sowohl bei der Datenschutzregulierung als auch beim AI-Act, steht das risikobasierte Regulieren. Das heißt, man muss schauen, welche Risiken resultieren daraus, dass ich Daten verarbeite oder dass ich ein KI-System einsetze. Da muss ich mal schauen, was können für Schäden eintreten, wie hoch sind die, wie wahrscheinlich ist das, genau wie im Bereich IT-Sicherheit. Und da muss ich zu einer Lösung kommen. Und ich glaube, eine gute Sache an Regulierung ist, dass die Beteiligten dazu gezwungen werden, diese Denkprozesse mal durchzugehen. Und dass dadurch schon viel gewonnen ist. Not every innovation belongs in education. Polina Pesch gives an example of where the law draws clear ethical lines to protect human dignity and trust. Es gibt verbotene Praktiken mit KI. Und da betrifft uns insbesondere eine. Im AI-Act steht drin, dass man nicht KI-Systeme in Betrieb nehmen soll, die am Arbeitsplatz oder in Bildungseinrichtungen zur Ermittlung von Emotionen eingesetzt werden sollen. Das ist jetzt noch nicht im Einzelnen ausgelegt, die Vorschrift. Ich habe auch gerade die Erwägungsgründe dazu nicht parat, aber man wird jetzt schauen müssen, was ist da wirklich untersagt. Ich habe ja noch meine persönlichen Zweifel, dass es überhaupt so toll ist in der Lehre, Bewertungen von der KI schreiben zu lassen. Dann entsteht doch eher der Eindruck bei StudentInnen, dass wir völlig überflüssig sind. Ich muss ja meinen StudentInnen irgendwie was mitgeben, was die sich nicht aus öffentlichen Quellen zusammenzimmern können. Das ist genauso in meinen Lehrveranstaltungen. Ich bringe da eigene Forschungsprojekte, eigene Erfahrungen ein. Nichts, was ChatGPT mir generieren könnte. Es wird auch noch lange so sein, auch wenn die Modelle besser werden, dass ich nicht substituierbar bin. To use AI responsibly, no one can work in isolation. Polina Pesch emphasizes the need for cooperation across disciplines, between legal experts, teachers, and technical professionals.
Jetzt sind wir, und das ist das Gute an der Hochschule, dann haben wir ganz viele Kompetenzen in ganz verschiedenen Bereichen. Und das Wichtige wird jetzt sein, die so zusammenzuführen und verfügbar zu halten, dass wir uns untereinander informieren können. Dann kann ich jemandem erzählen, wie die Rechtslage ist, auch bei einem ganz konkreten Lehrvorhaben, das vielleicht nicht unter so einen schematischen, vorgefertigten Fall passt. Und andere können eine technische Einschätzung abgeben, die ich nicht geben kann, wenn ich irgendwie was entwickeln möchte in einem interdisziplinären Projekt. Law and ethics are not barriers to innovation. They are what make innovation sustainable. When we understand the rules and risks, AI becomes not a threat, but a reflection of our values.